So, guten Tag, Benjamin Brümer von der Firma UBM. Letzte Woche waren wir in Nürnberg auf die ITSA und bei vielen Gesprächen bezüglich NetCrunch habe ich gemerkt, da gibt es noch Fragen zu dem Lizenzierung. So, das heißt, wenn Sie NetCrunch kaufen wollen, auf was müssen Sie achten, damit wir Ihnen ein passendes Angebot machen können bezüglich Ihrem Bedarf? So, NetCrunch-Lizenzierung. Ersten müssen Sie wissen, wollen Sie permanent Lizenz kaufen oder Subscription? Subscription, ein Jahr Basis, man verlängert das permanent. Sie kaufen die Software, können Sie benutzen, solange Sie wollen. Sie benötigen einen Maintenance-Vertrag, wenn Sie auf die neue Version kommen wollen und natürlich auf die Fix und die Sicherheitsupdate. Heutzutage bei dem viele Änderungen, die regelmäßig kommen, ist es wichtig, aktuelle Updates zu machen. Ersten Parameter permanent oder Subscription. Zweiten Parameter Anzahl von Knoten und Anzahl von Interface. So, was ist im Sinne von NetCrunch ein Knoten? Was ist ein Interface? Ein Knoten, das ist eine IP-Adresse, die NetCrunch benutzt, um die Information zu sammeln. Darunter kann sich ein Server verbergen, kann sich ein Hardware verbergen, ein Switch, ein Router, ein ESX-Server oder ein Drucker. Wenn Sie Geräte haben, die mehrere IP-Adressen haben, dann können Sie alle die IP-Adressen in NetCrunch einpflegen. So wird NetCrunch über die mehrere IP-Adressen die Information sammeln. Allerdings ist es eine Lizenz, die Sie extra hinzufügen müssen. Jederzeit können Sie in NetCrunch Lizenzen entfernen und hinzufügen. Sie können Lizenz nachkaufen und wir berechnen nur die Anzahl von Knoten, die entsprechend in der Atlas vorhanden sind. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, über die Menü, über die Kontextmenü, alle diese Knoten zu entfernen, Delete vom Atlas und dann werden dann entsprechend lizenzfrei. Wo sehe ich in NetCrunch, wie viel Lizenz habe ich? Das sehen Sie in der Overview unter Status. Da ist es eine Kachel, wo steht, wie viele Nodes, wie viele Knoten Sie in der Überwachung haben. Und es gibt eine bessere Übersicht, eine detaillierte Übersicht unter Application, Server und dann gibt es Licensing, wo man sieht, wie viel Nodes ist im Atlas und wie viel ist in der Lizenz. Das heißt, wie viel habe ich noch frei. Was ist eine Interface im Sinne von NetCrunch? Das ist eine Port, entweder an einen Switch oder an einen Firewall, an einen Drucker, der über SNMP überwacht wird. Es gibt auch da die Möglichkeit, unter Overview auf Interface zu gehen, in Deutsch Schnittstelle, und dann habe ich eine komplette Übersicht von der Interface, die in der Überwachung konfiguriert wurde. Zum Beispiel hier nehme ich diese eine Interface und welche Interface NetCrunch überwacht, ist frei konfigurierbar. Sie können Regeln definieren, zum Beispiel alle aktive Interface. Sie können auf Switch-Basis und auf Interface-Basis einzeln definieren, welche Interface Sie überwachen wollen. Und auch da, wie bei Knot, sobald Interface freigegeben wurden aus dem Atlas, dann sind die benutzbar für andere Ports. Dritte Entscheidungsinformation, die Sie benötigen, das ist der Produkttyp. Es gibt bei NetCrunch zwei unterschiedliche Produkte. Das ist die Pro-Version, die Enterprise-Version. Die unterscheiden sich nur durch die Anzahl von Funktionen. Das heißt, vom Installation sind das die gleiche Installationsdatei, nur über die Lizenz weiß der Server, was er entsprechend freischalten muss und nicht freischalten muss. Es gibt eine Übersicht auf die adremsoft.com Pricing, wo gezeigt wird, welche Unterschied gibt es zwischen die Pro-Version und die Enterprise-Version. Das Wichtigste ist
dass es in der Professional-Version keine REST-API und die Add-ons, da kommen wir noch gleich dazu zu sprechen, sind extra erhältlich. Ja. Was es auch einen Unterschied gibt zu dem REST-API, ist halt, dass der NetFlow Module auch extra gekauft werden sollen. So, und vom Konzept her, die Professional-Version ist für relativ kleine Netzwerke, ich sage mal bis 500 bis 1000 Knoten, und der Enterprise ist dann ab 1000 Knoten und enthält alle Funktionalität von der Produkten. So, was sind die Add-ons? Das können wir hier sehen. Das erste Add-on, was dabei ist, das ist die Remote Access Lizenzen. Das heißt, wie viele gleichzeitige Zugriff auf der Server können stattfinden für die Administrator. Das heißt, wenn ich die Konsole benutze, das ist eine Zugriff. Wenn parallel ein Kollege die Webkonsole aufmacht, das ist ein zweiter Zugriff. Und wenn ein dritter Kollege über die REST-API auf der Server zugreifen möchte, ist es eine dritte gleichzeitige Lizenz. Das sind Floating-Lizenz, also gleichzeitiger Zugriff. Zweite Add-on sind IP-Kamera. IP-Kamera können Sie verwenden, um Ihre Kamera zu überwachen. Und es sind in der Pro-Version keine IP-Kamera-Sensoren dabei. In der Enterprise-Version sind inklusive 3 IP-Kamera-Sensoren. Dritte Add-on ist der Remote Probe. Remote Probe wird verwendet für die Überwachung von Remote-Netze, entweder direkt über VPN erreichbar, das heißt innerhalb des Netzwerks, aber aufgrund von Firewall zum Beispiel oder Performance muss eine lokale Remote Probe eingeführt werden, oder über Cloud Connector, das heißt ohne VPN können Sie dann entsprechend eine Remote-Lokation überwachen und die Zugriff über eine Secure Cloud Share entsprechend erhalten. In der Pro-Version sind keine Remote-Probe dabei. In der Enterprise-Version sind Remote-Probe entsprechend vorhanden. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie viele Remote-Probe benötigen, dann entsprechend die Anzahl zu geben, und wir können entsprechend das Angebot machen. Config-Sensoren ist die Möglichkeit, Ihre Gerätekonfiguration zu überwachen, ob das Switchen sind, ob das Router, Linux-System und weitere Systeme, die da unterstützt werden. NetCrunch ist in der Lage, über Config-Sensoren diese Überprüfung zu machen. Für Windows-Server ist es auch notwendig, entsprechend Config-Sensoren zu haben, für zum Beispiel die Software, die Hardware oder der Patch-Stand zu überprüfen. Und der letzten Add-on sind die Cloud Services. Cloud Services sind zum Beispiel von Google oder von Amazon oder von Microsoft. Es sind spezifiziert oder spezielle Sensoren für Cloud, die enthalten sind in der Enterprise-Version und nicht direkt enthalten in der Pro-Lizenz. So, ich hoffe, ich könnte ein bisschen Licht in die Thematik dann reinbringen, und natürlich stehen wir bei UBM für weitere Fragen zur Verfügung, sollten Sie zu dem Thema Lizenzierung entsprechend Fragen haben. Danke und Wiedersehen.